Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Wie ihr alle wisst, die meisten von euch, bin ich ein großer Fan von den Farben von Victoria von VH Aquarell. Allerdings ist natürlich auch mir bewusst, die Farben sind nicht sehr günstig. Ich habe natürlich einen Großteil davon auch mal geschenkt bekommen von ihr, aber es ist tatsächlich auch eine Preisfrage. Die Qualität ist hervorragend. Und aber vielleicht, wenn man gerade mit Aquarellmalern anfängt, ist man eher auf der Suche erstmal nach einem günstigen Starter-Set. So, und da wurde mir die Woche eins angeboten von Paul Rubens. Und ja, man wäre natürlich bescheuert, auf Deutsch gesagt, wenn man sagt, nee, will ich nicht. Also, ich habe zugestimmt, diese Farben mal zu testen. Dazu haben sie mir auch noch einen Pinsel geschickt. Finde ich sehr nice. Mal schauen, wie der so ist. Mal gucken. Und einen Kasten mit 24 Farben. Und den teste ich heute für euch mal aus. Diese Farben, dieser Kasten kostet bei Amazon 56 €. Das ist natürlich ein... oh, sehr schön. 25 Farben, nicht 24. 56 €. Das ist natürlich ein unschlagbarer Preis für einen Anfängerkasten. Und ja, ich packe jetzt diese guten Stücke hier mal aus und dann werde ich damit mal etwas arbeiten und werde euch meine ganz ehrliche Meinung dazu sagen. Diese Farben sollen absolut lichtecht sein. Das kann ich natürlich nicht testen in der kurzen Zeit. Das funktioniert erst, wenn man Farben etwas länger liegen hat. Ich weiß allerdings, ich habe mal einen sehr günstigen Kasten von Amazon mir bestellt. Der war um die 20 €. Die Farben sind auf jeden Fall nicht echt, lichtecht. Die verblassen nach der Zeit und werden heller und sind nicht schön. Mein erster Farbkasten war tatsächlich dieser mit White Nights Farben. Der hat auch so um die Mitte 50 € damals gekostet. Und ja, wenn ich da schon mal ein bisschen schlauer mich gemacht hätte am Anfang, hätte ich diese Farben wahrscheinlich nicht gekauft. Also sie sind okay, aber sie sind auch manchmal so ein bisschen bröselig. Man muss sie gut anlösen. Und ja, ich nutze sie natürlich. Da sind so ein paar Farbtöne dabei, gerade hier diese Rottöne, die sind besonders schön, die nehme ich gerne. Aber wie gesagt... Ja, ne, als Anfänger ist man immer dankbar für Tipps und Tricks. Jo, ich packe hier mal aus. Ich werde eine Farbkarte anfertigen, wie ich das hier auch bei den Farben von Victoria gemacht habe. Und wenn ich das fertig habe, sehen wir uns gleich wieder und ich fange ein bisschen an zu malen. Ja, ihr Lieben, so, meine Farbkarte ist fertig. Im ersten Moment finde ich die Farben nicht so schlecht. Da sind tatsächlich auch ein paar bei, die mir gut gefallen. Manche von euch wissen das. Ich bin ja eher so der Typ, der gerne auf diese rauchigen Farben steht. Da ist hier das Berlin Blue sehr schön. Kobalt, Türkis ist sehr schön. Das Indigo ist schön. Diese drei Rottöne sind mir eigentlich alle zu ähnlich. Da ist kein riesengroßer Unterschied zu sehen. Und ja, was mir aufgefallen ist, hier wird tatsächlich noch Cadmium auch verarbeitet. Ich weiß nicht, bin da nicht so tief in der Materie drin, aber Cadmium soll ja ein bisschen giftig sein. Von daher mal schauen. Keine Ahnung. Gut, ich schmiere mir jetzt die Farbe nicht auf die Haut. Aber wem das wichtig ist, ne, der sollte darauf achten. Und das Bindemittel bei diesen Farben ist Gummi Arabicum. Was willst du denn? Oh, mein Kater stört gerade wieder. Gummi Arabicum. Wow, entschuldige mal bitte, ich mache hier ein Video. Ja, so. Weiter geht es. Sorry. Ja, und wie gesagt, bei den anderen Farben, die ich ja sonst verarbeite, die werden mit Honig gebunden. Also von daher, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied, aber das ist dann wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet. Gut, ich werde jetzt mal loslegen, werde hier mal eine Kleinigkeit malen. Die Farben stelle ich mir hier zur Seite und ich mache hier male heute auf dem Clairefontaine Papier 300 Gramm kalt gepresst. Ich nehme das sehr gerne. Es ist ein sehr schönes Papier. Es ist auch nicht so teuer. 100% Zellulose und darauf lege ich jetzt heute mal los. Okay, der Pinsel ist
nice, aber für das, was ich machen möchte, ist der mir zu weich. Deshalb geht der jetzt erstmal wieder zur Seite. Der wird später mal noch in Einsatz kommen. Und ich werde mir hier einen meiner Pinsel schnappen. Auch hier nochmal den Tipp. Es müssen nicht immer die teuersten Pinsel sein. Ich habe mir tatsächlich auch schon Pinsel bei Drogerie Müller gekauft. Und die sind super gut für die Sachen geeignet, die ich mache. Und es muss also nicht immer wahnsinnig teuer, echt Haar, keine Ahnung was sein. Ja, ihr Lieben, so, jetzt habe ich hier erstmal mein Bild bunt mit den sämtlichen Farben, die vorhanden waren im Kasten, einmal bearbeitet. Es gibt wirklich tatsächlich ein paar sehr schöne dabei, wie ich schon sagte. Ich bin kein Fan von grellen Farben, also das hier wird nicht meine Lieblingsfarbe, auch das Grün nicht so unbedingt. Es gibt aber ein paar sehr schöne Farben, wie ich finde. Ich finde diesen Petrolton hier oder was das war, ein Türkis, Türkisfarben sehr schön. Dieses dunkle Grün finde ich sehr nett. Kobalt, Türkis nennt sich das. Auch der Blauton ist schön. Also es gibt ein paar Farben, die sind schön. Dieser Ton ist überhaupt nicht meins. Aber gut, das ist halt so. Ne? Da hat man ja Möglichkeiten, sich das rauszupicken, was einem gefällt. Ansonsten, ja, haben sie manchmal eine sehr schöne Art, eine andere Farbe zu verdrängen. Finde ich auch mal ganz spannend. Und so finde ich es jetzt erstmal von der Leuchtkraft her und alles sehr schön, muss ich sagen. Für das Geld ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr sagt, okay, als Anfängerkasten 55 €, 24 Farben, kann man wirklich nichts dagegen sagen. Ich würde jetzt nochmal anfangen und würde dieses Bild ein bisschen verdudeln. Mal gucken, wie es am Ende wird. Mal schauen.
Ja, ich habe ein paar Dinge verdudelt, ne, so ein paar Muster reingemalt, das habt ihr mitbekommen. Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, das mit anderen Stiften zu machen, sondern habe das einfach nochmal mit derselben Farbe gemacht, die ich benutzt habe. Und jetzt fange ich an, habe hier schon so ein paar Sachen gemacht und dudel nochmal so ein bisschen mit dem weißen Uniball Signo. Auch hier nochmal der Tipp, nicht so doll aufdrücken. Der Stift muss leicht über das Papier gleiten und dann funktioniert es auch mit dem Farbauftrag. Wenn ihr den zu fest drückt, dann kommt die Farbe nicht gut geflossen. Und jetzt setze ich hier einfach nochmal in so ein paar Dinger hier ein paar Muster hinein, auf die Muster nochmal ein paar Dudelsachen und schaue mal, was mir hier noch so einfällt. Mein Fazit ist, dass man die Farben sich wirklich als Anfänger gut anschaffen kann. Für den Preis habt ihr eine schöne Auswahl. Es wäre jetzt nicht unbedingt mein Farbgeschmack, alles was da drin ist, aber ich weiß nicht, was die Farben kosten, wenn man sich die einzeln kauft oder zusammenstellt. Es gibt halt wohl fertige Mischungen, aber wie es anders funktioniert, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, für den Preis, das Set kostet 55 € für 24 Farben, könnt ihr nicht meckern und könnt loslegen. Wie die sich jetzt allerdings verhalten mit Lichtechtheit, kann ich wie gesagt nicht sagen. Und wie es mit der ökologischen Bilanz ist, die kommen glaube ich aus China, die Farben, also zumindest waren ziemlich viel chinesische Zeichen drauf. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas durch die Welt transportieren lässt oder nicht. Ich freue mich, dass mir das Angebot gemacht worden ist, dass ich das ausprobieren konnte. Ich bin natürlich weiterhin glücklich mit meinen deutschen Farben, muss ich sagen. Aber für Anfänger durchaus geeignet. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal und über nette Rückmeldungen freue ich mich natürlich auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.